In diesem Video lassen wir den Drachen steigen und testen für euch den DNA Dragon Grip aus dem Hause Stiga. Mit einem bissig roten Cover versucht der Dragon Grip auf sich aufmerksam zu machen. Das Obergummi kommt leicht klebrig, dementsprechend natürlich hochgriffig sowie überaus flexibel daher. Als Unterlage dient ein 55 Grad harter, mittelporiger, orangefarbener Schwamm. Die Kombination ist Made in Germany, stammt also von ESN und bringt ungeschnitten etwa 73 Gramm auf die Waage. Preislich ordnet sich der Belag regulär bei etwa 53 € ein. Im DOTS-Test zeigt sich eine relativ hohe Grundgeschwindigkeit. Der Dragon Grip spielt sich von Beginn an erwartungsgemäß sehr direkt und linear, aber auch mit einer wirklich enormen Grundgeschwindigkeit. Beim Einkontern steigen damit die Bälle eher zu weit nach oben über den Tisch hinaus, sodass der Schläger deutlich geschlossen werden muss. Bei etwas härterer Gangart zündet der Drache dann sein Feuer. Mit einem brachialen FKE-Scheppern prescht der Dragon Grip nach vorne, sodass man eher ein paar Schritte vom Tisch nach hinten machen muss, damit der Ball nicht über selbigen hinausfliegt. Tendenziell ist der Ballabsprung sehr hoch, die Ballflugbahn aber eher geradlinig. Wenig überraschend ist die Aussage, dass der Dragon Grip gewiss kein Hinhaltebelag ist. Überhaupt muss man erwähnen, dass es ein gewisses spielerisches Niveau benötigt, um dieses Gummi zu beherrschen. Dennoch reicht es im tischnahen Blockspiel aus, den Schläger weit zu schließen und so den Gegner mit schnellen Blocks unter Druck zu setzen. Wenig Probleme bereitet das tischnahe Kurz-Kurz-Spiel. Hier profitiert man sicherlich vom eher gering ausfallenden Katapulteffekt und kann die Bälle so durchaus flach und kontrolliert platzieren. Während härtere Topspins eher mit Tempo anstatt Effet daherkommen, zeigt der Dragon Grip bei der weichen Eröffnung, was er in Sachen Spin zu bieten hat. Hier greift das leicht klebrige Obergummi sicher in die ankommenden Bälle und versetzt selbige mit einer gehörigen Portion Rotation. Auf die hohen Ablagen des Gegners kann man im Anschluss erneut jede Menge Druck durch harte Schüsse aufbauen. Richtig gut hat uns der Dragon Grip in der Halbdistanz gefallen. Durch seinen hohen Ballabsprung und das hohe Tempo bietet er hier genug Durchschlagskraft, ohne dass man sich den Arm ausreißen muss. Ganz im Gegenteil, wir waren überrascht, wie wenig man hier in die Bälle gehen muss, sodass diese an Fahrt aufnehmen. Stiga reiht sich also mit dem DNA Dragon Grip in die Reihe der härteren, leicht klebrigen Offensivbelage ein. Wer diesen Trend mitgehen möchte und über ein entsprechendes Leistungsniveau verfügt, bekommt mit dem Offensivkracher einen sehr direkten, durchaus bissigen Belag, der vor allem in der Halbdistanz brilliert.